ひどいですよ。ひどいですよ。Yo, konnichiwa alle zusammen. Viele von euch fragen sich sicherlich, was ist man überhaupt, wenn man in Japan lebt? Ich kann es euch leider nicht beantworten. Tschüss. Als Saori und ich uns am Anfang die Aufgaben im Haushalt eingeteilt haben, habe ich klargestellt, dass ich mich um die Lebensmittel kümmern möchte. Es ist nämlich so, dass ich wirklich sehr, sehr großes Interesse in Ernährung und sowas habe. Und deswegen ist die japanische Esskultur für mich auch eine sehr spannende Geschichte, weil hier sehr viel Gemüse und Fisch gegessen wird. Des Weiteren ist natürlich als Hauptnahrungsmittel hier nicht Brot angesehen, sondern Reis. Was natürlich auch um einigermaßen gesünder ist als Brot an sich. Ich muss schon sagen, ich als Deutscher stoße hier mit meinen ursprünglichen Essgewohnheiten sehr oft an Grenzen. Von daher ist Einkaufen für mich jedes Mal immer wieder eine Herausforderung. Ich meine, ich habe auch nicht wirklich viel Wissen über das, was bei uns in den Supermärkten angeboten wurde. Aber das, was ich hier halt kenne, ist halt wirklich nur so viel. Von daher dachte ich, zeige ich euch mal, wie ein klassischer Supermarkt hier in Japan aussieht und worauf ich besonders mal beim Einkauf achte. Also dann auf ins Abenteuer. Wie wir alle wissen, ist Japan 2- bis 3-mal teurer als Deutschland ungefähr. Also ich muss schon sagen, dass ich hier relativ vegetarisch lebe, da der Rest einfach nicht innerhalb meiner finanziellen Möglichkeiten ist. Ein weiteres Vorurteil über Japan, da das am Meer liegt, müssen die Fischpreise sehr, sehr gering sein. Ihr habt euch geirrt. Das, was mich am meisten hier abfuckt, sind die Obstpreise. Du bezahlst teilweise 1,50 € für einen Apfel. Ich könnte ausrasten. Es gibt dann auch solche Phänomene, die man beim Süßkram, beim Knabberzeug häufig vorliegen hat. Man muss nämlich damit rechnen, dass der Tüteninhalt nur zu 50% ausgeschöpft ist. Ich verstehe die Marktstrategie dahinter, aber nee, ist das schon ein bisschen behindert. Ja, und ansonsten muss man halt auch wirklich suchen, wenn man größere Portionen finden möchte, damit der Preis auch ein bisschen runtergeht. Es gibt nur ein paar Dinge, die nicht zu diesem Schema dazugehören, und das sind die Hauptnahrungsmittel Reis und Reis. Normal ist es im Supermarkt, sich 5 bis 10 Kilo schwere Reissäcke zu kaufen und mit nach Hause zu nehmen. Japaner, die halt nicht Napster sind. Es gibt noch eine weitere Sache, die für mich nicht so ganz einleuchtend ist. Und zwar gibt es hier in Japan auch eine Mehrwertsteuer auf die Lebensmittel und die beträgt 8%. Anders als bei uns, das in Deutschland oder in anderen Ländern zu lösen, steht der Preis ohne Mehrwertsteuer und darunter der Preis mit Mehrwertsteuer noch drauf. Und das sorgt für die meisten Leute immer ziemlich für Verwirrung. Denn es gibt manchmal die Situation, wo nur ein Preis dasteht und da weiß man jetzt nicht, ist das jetzt mit Mehrwertsteuer oder ohne Mehrwertsteuer? Hierum verstehe ich natürlich auch wieder die Marktstrategie, aber nee, ist das schon ein bisschen behindert. Was einen immer fast erschlägt, wenn man in den Supermarkt reinkommt, ist, dass alles total bunt ist. Das geht über die Verpackung und dann noch die Schilder, die die Preise anzeigen. Also ich bin persönlich meist überfordert, wenn ich irgendwas suche. Zum anderen habe ich auch viel mit der Sprache dort zu kämpfen, da es auf den Produkten oft Kanjis gibt, die ich noch nicht gelernt habe. Wenn man nicht ständig fragen möchte, um was es sich handelt, muss man natürlich dann auch einfach improvisieren. Und da kam ich schon öfter in solche Situationen, wo ich dann einfach mir dachte, ah ja, das muss das sein. Und dann habe ich es gekostet oder habe es gekocht und dann dachte ich mir, nein, das war was anderes. Eine Sache, die ich auch erst später bemerkt habe, ist die Discount-Bezeichnung. Dafür gibt es auch ein bestimmtes Kanji und dahinter steht immer eine Zahl. Und ich dachte mal erst, was soll denn das jetzt? Wie viel kostet das denn jetzt? Wenn man zum Beispiel eine 2 hinter dem Kanji sieht, dann bedeutet das 20% Rabatt. Was ich total cool finde, ist, wenn man in den Laden reinkommt, dann wird man erstmal immer begrüßt. Die typische Begrüßungsformel lautet Irashaimase. Und das gibt mir persönlich immer so das Gefühl, dass ich hier vollkommen aufgehoben bin. Service ist echt so eine Geschichte, die die Japaner perfektioniert haben. Die Japaner haben auch so eine Vorliebe, ihre Sätze ein bisschen länger zu ziehen. Irashaimase, arigatou gozaimasu. Und da gibt es einen Mann bei mir im Supermarkt, der übertreibt es halt echt aufs Brutalste. Der zieht seine Wörter so lang, dass ich am Ende nur Ton raushöre. Das ist ein bisschen was für einen Wal. Ja, bei dem Mann bin ich mir nicht sicher, ob es einfach nur seine Art ist, aber ich habe Saori gefragt und sie meinte, nee, ist das schon ein bisschen behindert. Für Gemüse gehe ich meistens immer in einen Yaoya, also Gemüseladen, und dort ist es meistens auch mal ein bisschen günstiger als woanders.
Am Anfang unserer Zeit haben Saori und ich natürlich die Zeit genutzt, um viele Möbel einzukaufen. Und es war ein Spaß, kann ich euch sagen. 行ってきます。 In einem meiner vorigen Videos habe ich die Wohnung auch schon gezeigt, als sie fast fertig war. Jetzt ist nur noch ein Wohnzimmer und eine Couch noch mit dazugekommen. 見て。それは何のためにがいる？ソルト。一番大事な話を忘れちゃってよ。ジュリアンが日本に着いた時クレジットカードが使えなかったので、それが全部お金を払ったの。いらっしゃいませ。すっごい楽しかったね。ビデオを見てくれてダンケシュン。もし面白かったら友達とシェアしてコメントしてください。チューシー。Alles klar, Freunde, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.